Lernen Deutsch mit Heidi. 1. Abschied auf der Brücke. Im Schneesturm, auf einer alten Brücke, steht der junge Gelehrte Gu Yanzi. Er überreicht seinem Freund Liu Yuan seinen letzten Beutel mit Reisegeld. Wenn einer gehen kann, dann du. Ich bleibe zurück, ohne Groll. 2. Einsamer Weg in den Bergen. Gu Yanzi kehrt um, der Wind pfeift durch die Bäume. Hinter ihm verschwinden die Lichter, vor ihm liegt Einsamkeit. Doch sein Herz bleibt ruhig. Er hat seine Wahl getroffen. 3. Der arme Kalligraph. 10 Jahre später verkauft Gu Yanzi Kalligraphien auf der Straße. Die Kleidung ist alt, doch sein Geist ist klar. Ehre bedeutet nicht Reichtum, sondern Haltung. 4. Der alte Freund als Beamter. Liu Yuan ist jetzt ein angesehener Beamter. Er sieht seinen alten Freund auf der Straße und fühlt sich unwohl. Denn er weiß, ohne Gu gäbe es keinen Liu. 5. Gefangenschaft ohne Schuld. Mit falscher Anschuldigung lässt Liu ihn verhaften. Die Gitter sind echt, die Schuld nicht. Doch Gu Yanzi widerspricht nicht. Er schweigt in Würde. 6. Worte der Güte im Gefängnis. Selbst hinter Gittern schreibt Gu Gedichte und lehrt Mitgefühl. Die Mitgefangenen lauschen. Es wird still. Einer, der selbst leidet, hilft anderen zu leben. 7. Der nächtliche Besuch. Liu Yuan schleicht sich nachts ins Gefängnis. Gu Yanzis Worte treffen ihn wie Donner: Ich habe nie gehasst. Liu erkennt seine Schuld. Endlich. 8. Öffentliche Entschuldigung. Am nächsten Morgen befreit Liu ihn vor aller Augen. Er kniet nieder und bittet um Verzeihung. Gu Yanzi hebt ihn auf. Keine Rache, nur Vergebung. 9. Rückzug ins Dorf. Ein Posten wird ihm angeboten. Doch er lehnt ab. Ich bin kein Beamter. Ich bin ein Lehrer der Menschlichkeit. Und er geht zurück zu den Bergen. 10. Die Schule unter dem Baum. Kinder lesen unter einem Baum, Gu Yanzi lächelt. Seine Geschichte ist nun Legende, sein Charakter ein Vorbild. Besser man wird betrogen, als dass man selbst betrügt. 1. Falsche Anschuldigung im Morgenmeeting. Ein Routine-Meeting wird zur Falle. Dr. Lin Sheng wird vor allen bloßgestellt. Zu Unrecht. Ein Kollege hat ihn verraten, aus Neid. 2. Versetzung aufs Land. Ohne Widerrede nimmt Lin die Versetzung an. Keine Beschwerde, kein Protest. Nur ein stiller Blick. Er will nicht kämpfen, sondern heilen. 3. Dorfklinik in Not. Die Klinik ist klein, das Material alt. Doch Lin behandelt jeden mit der gleichen Sorgfalt. Sein Herz bleibt groß, auch wenn das Umfeld klein ist. 4. Der Notruf in der Nacht. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Ein Herzinfarkt. Keine Zeit zu verlieren. Lin greift zur Tasche und rennt los. 5.
Die Patientin ist die Mutter des Verräters. Er erkennt die Adresse. Es ist das Haus seines ehemaligen Kollegen. Die Patientin, die Mutter des Mannes, der ihn ruinierte. Einen Moment lang stockt er. Dann kniet er sich neben sie. 6. Die Rettung. Er arbeitet ruhig, professionell, voller Hingabe. Das Herz der alten Frau beginnt wieder zu schlagen. Ein Leben gerettet. Ohne Groll. 7. Das Eingeständnis. Der Kollege eilt herbei, sieht Lin bei seiner Mutter. Tränen der Reue treten ihm in die Augen. Er weiß, er hätte nie so handeln dürfen. 8. Entschuldigung vor der Klinik. Vor dem gesamten Personal bittet er um Vergebung. Lin antwortet nur, ich trage keinen Hass. Ein Moment der echten Menschlichkeit. 9. Die Wahrheit. Lieber werde ich betrogen, als dass ich selbst betrüge. Mit diesen Worten gewinnt Lin das Herz aller. Nicht durch Macht, sondern durch Mitgefühl. 10. Zurück am Operationstisch. Lin kehrt zurück in den OP-Saal. Er operiert, heilt, dient. Denn das ist sein Weg. Der Weg des Herzens. 1. Abschied auf der Brücke. Im Schneesturm, auf einer alten Brücke, steht der junge Gelehrte Gu Yanzi. Er überreicht seinem Freund Liu Yuan seinen letzten Beutel mit Reisegeld. Wenn einer gehen kann, dann du. Ich bleibe zurück, ohne Groll. 2. Einsamer Weg in den Bergen. Gu Yanzi kehrt um, der Wind pfeift durch die Bäume. Hinter ihm verschwinden die Lichter, vor ihm liegt Einsamkeit. Doch sein Herz bleibt ruhig. Er hat seine Wahl getroffen. 3. Der arme Kalligraph. 10 Jahre später verkauft Gu Yanzi Kalligraphien auf der Straße. Die Kleidung ist alt, doch sein Geist ist klar. Ehre bedeutet nicht Reichtum, sondern Haltung. 4. Der alte Freund als Beamter. Lu Jian ist jetzt ein angesehener Beamter. Er sieht seinen alten Freund auf der Straße und fühlt sich unwohl. Denn er weiß, ohne Gu gäbe es keinen Liu. 5. Gefangenschaft ohne Schuld. Mit falscher Anschuldigung lässt Liu ihn verhaften. Die Gitter sind echt, die Schuld nicht. Doch Gu Yanzi widerspricht nicht. Er schweigt in Würde. 6. Worte der Güte im Gefängnis. Selbst hinter Gittern schreibt Gu Gedichte und lehrt Mitgefühl. Die Mitgefangenen lauschen. Es wird still. Einer, der selbst leidet, hilft anderen zu leben. 7. Der nächtliche Besuch. Liu Yuan schleicht sich nachts ins Gefängnis. Gu Yanzis Worte treffen ihn wie Donner, ich habe nie gehasst. Liu erkennt seine Schuld. Endlich. 8. Öffentliche Entschuldigung. Am nächsten Morgen befreit Liu ihn vor aller Augen. Er kniet nieder und bittet um Verzeihung. Gu Yanzi hebt ihn auf. Keine Rache, nur Vergebung. 9. Rückzug ins Dorf. Ein Posten wird ihm angeboten. Doch er lehnt ab. Ich bin kein Beamter. Ich bin ein Lehrer der Menschlichkeit. Und er geht zurück zu den Bergen. 10. Die Schule unter dem Baum. Kinder lesen unter einem Baum, Gu Yanzi lächelt.
Seine Geschichte ist nun Legende, sein Charakter ein Vorbild. Besser man wird betrogen, als dass man selbst betrügt. 1. Falsche Anschuldigung im Morgenmeeting. Ein Routine-Meeting wird zur Falle. Dr. Lin Sheng wird vor allen bloßgestellt. Zu Unrecht. Ein Kollege hat ihn verraten, aus Neid. 2. Versetzung aufs Land. Ohne Widerrede nimmt Lin die Versetzung an. Keine Beschwerde, kein Protest. Nur ein stiller Blick. Er will nicht kämpfen, sondern heilen. 3. Dorfklinik in Not. Die Klinik ist klein, das Material alt. Doch Lin behandelt jeden mit der gleichen Sorgfalt. Sein Herz bleibt groß, auch wenn das Umfeld klein ist. 4. Der Notruf in der Nacht. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Ein Herzinfarkt. Keine Zeit zu verlieren. Lin greift zur Tasche und rennt los. 5. Die Patientin ist die Mutter des Verräters. Er erkennt die Adresse. Es ist das Haus seines ehemaligen Kollegen. Die Patientin, die Mutter des Mannes, der ihn ruinierte. Einen Moment lang stockt er. Dann kniet er sich neben sie. 6. Die Rettung. Er arbeitet ruhig, professionell, voller Hingabe. Das Herz der alten Frau beginnt wieder zu schlagen. Ein Leben gerettet. Ohne Groll. 7. Das Eingeständnis. Der Kollege eilt herbei, sieht Lin bei seiner Mutter. Tränen der Reue treten ihm in die Augen. Er weiß, er hätte nie so handeln dürfen. 8. Entschuldigung vor der Klinik. Vor dem gesamten Personal bittet er um Vergebung. Lin antwortet nur, ich trage keinen Hass. Ein Moment der echten Menschlichkeit. 9. Die Wahrheit. Lieber werde ich betrogen, als dass ich selbst betrüge. Mit diesen Worten gewinnt Lin das Herz aller. Nicht durch Macht, sondern durch Mitgefühl. 10. Zurück am Operationstisch. Lin kehrt zurück in den OP-Saal. Er operiert, heilt, dient. Denn das ist sein Weg. Der Weg des Herzens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Bis zum nächsten Mal.